Hallo ihr Lieben! Hallo zusammen. Ich habe heute meinen Mann Andrei dabei und wir testen ein Produkt aus dem Norden, aus Finnland. Wir haben ein Testpaket von der Firma Roberts Berry bekommen. Roberts Berry bietet nordische Beeren in trinkbarer Form und die bestehen aus pure natürliche Zutaten ohne künstliche Zusätze. Heute testen wir diese Getränke für euch das erste Mal vor der Kamera. Wir haben die noch nicht probiert und sind gespannt, wie die schmecken. Los geht's! Ich bin auf Roberts Berry auf Instagram aufmerksam geworden. Jetzt gibt es mittlerweile sehr viel Werbung und normalerweise will man diese Werbung gar nicht sehen, aber hier bin ich wirklich neugierig geworden, weil ich liebe unsere finnische Beeren und dann habe ich den Werbung für Roberts Berry gesehen und dachte, ich muss nachschauen, worum es geht. Dann habe ich auf der Webseite etwas mehr gelesen und dachte, dass ich das unbedingt mal testen will. Ich habe dann Roberts Berry angeschrieben und habe diesen Testpaket kostenlos zum Testen bekommen. Was an diesem Produkt ganz besonders ist, ist, dass die Getränke, die werden aus den Beeren aus Norden gemacht und man nimmt dafür die ganze Beere, so auch die Samen und die Schale. Die wichtigen Stoffe, so diese Polyphenole, sind in diesen Teilen auch enthalten und ganz viel davon. Und da stecken dann alle diese guten Nährstoffe, die Antioxidantien, die für unseren Körper auch ganz wichtig sind. Dann habe ich den Paket bekommen und ich war auch gespannt zu testen, wollte aber warten, dass wir das mit meinem Mann zusammen testen können, weil ich bin begeistert von unseren finnischen Beeren. Du isst die Beeren nicht so häufig wie ich. Ich bin aber schon gespannt, weil für mich der Begriff nordische Beeren, also ich war ja schon ein paar Mal in Finnland mit dir, für mich hat das so das Gefühl, die Beeren kommen direkt aus dem Wald und hier werden ja ganze Beeren verarbeitet. Das heißt, das alles Gesunde, was in der Beere steckt, steckt hoffentlich auch hier drin. Ich habe so ein bisschen Befürchtung, vor allem wenn ich das hier mir angucke. Sanddorn. Den Sanddorn, genau, hatten wir in der Ukraine auch im Dorf. Es schmeckte sehr nach Vitamin C. Sehr sauer. Genau, das Geschmack der Kindheit. Ich denke, ja, werden wir schauen, wie trinkbar wir hier sind, weil ich kann mir schon vorstellen, es könnte ein bisschen sauer sein, vor allem das hier. Das war genau mein Grund eigentlich, warum ich dich auch mitnehmen wollte, weil eigentlich alle Waldbeeren sind ziemlich sauer. Auch die Preiselbeer hier und Blaubeeren, die Waldblaubeeren haben auch so eine leichte Säure und daher wollte ich auch deine Meinung haben, weil dann haben wir so verschiedene Meinungen, weil ich weiß, dass mir die Beeren schmecken, auch wenn die sauer sind. Auch deswegen, dass ich ganz lange auf Zucker verzichtet habe und nicht so viel Süßes esse und auch gewohnt bin, die Beeren zu essen, Finnen. Aber für jemanden, der nicht aus Finnland kommt, dann haben wir auch direkt zwei unterschiedliche Meinungen. Ich bin aber trotzdem, dass ich nicht aus Finnland komme, sehr von der Lebensweise begeistert, weil man da einfach viel näher an der Natur lebt. Dieses Beerensammeln im Wald ist ja Teil der Kultur. Hier wird ja vieles gekauft und man weiß nicht, wo man Beeren sammeln darf, kann, unbedenklich, aber da kommt ja direkt alles aus der Natur. Und wo die überhaupt gibt. Es ist für mich auch sehr schwer hier, die Beeren überhaupt irgendwo in irgendeiner Form zu bekommen. Auf tiefgefroren findet man die sehr selten. Daher fand ich das auch richtig toll. Die Roberts Berry, die liefern auch weltweit und ich habe auch einen Code für euch. Der Code ist ELISA und bei Erstbestellung mit meinem Code bekommt ihr so einen Sixpack kostenlos dazu zum Testen. Kann man sich den Geschmack aussuchen? Genau, man kann die Geschmäcker aussuchen. Alle Details dazu werde ich für euch auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. So, sollten wir einfach loslegen? So, ich würde sagen, wir starten nicht mit dem, oder sollen wir einfach mit dem Sauren starten? Ich wollte sagen mit dem Süßesten, aber ja, lass uns mit dem Sauren. Weil ich denke, wenn wir süß erst probieren, dann wird das Sauer noch saurer sein. Ah ja, gut. Das hat so Hand und Fuß. Was heißt das? Das heißt, das ist sehr gut begründet. Wieder was Neues gelernt. So, sieht
sehr schön aus, die Verpackung. So, wir testen als erstes den Sanddorn, aber in jedem Berry-Getränk ist auch ein bisschen Apfelextrakt dabei und ich bin auch gespannt, ob man das schmeckt. Das ist für eine leichte Süße. Wie gesagt, die Beeren an sich sind schon ziemlich sauer, aber ich hoffe, dass es nimmt nicht viel Geschmack weg, weil man trotzdem dann den Beerengeschmack haben will. Ja. So. Hier steht auch schon picked, crushed, nothing removed. Heißt gepflückt, zerdrückt und nichts entfernt. Das heißt, ganze Beere. So haben wir das in der Ukraine auch gemacht. Wir haben die einfach gepflückt, natürlich gewaschen und dann einfach mit einem kleinen Löffel Zucker zerdrückt, mit Tee aufgegossen. Oh, schön, lecker. Du hast die Ehre. Danke. Schauen wir mal, wie das aussieht. Oh, sogar mit einer Eingusshilfe. Ich denke, das ist für unterwegs, wenn man das unterwegs trinken will. Ich zeige das ganz kurz für euch, so näher. Oh. Ja, Schon man sieht dickflüssig. schon, dass da auch Stücke sind. Das ist nicht Es einfach ist wirklich nichts orange. Entfernt. Ich bekomme Da schon ist Lust viel zu probieren. Fruchtfleisch drin. Ja. Es riecht auch Gab's da ganz schön. Zuckerzusatz? Steht da irgendwo? Werden wir Nein, gleich es erfahren. ist nur mit etwas Apfelkonzentrat, Apfelpüree. So, das gibt dann diese natürliche Süße, aber kein Zucker, kein Industriezucker. Boah, das ist echt sehr natürlich. Aha, lass probieren. Das ist gar nicht sauer. Ich habe erwartet, das wäre sehr sauer. Ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen haben. Schmeckt sehr natürlich, aber ohne diese Säure, wie ich sie kenne. Ich versuche, ich habe nichts gesagt, weil ich versuche die ganze Zeit, ob ich den Apfel rausschmecke. Ich denke, ich schmecke den Apfel schon etwas raus und ich denke, das ist das Apfel, was das süßer macht. Etwas süßer, ja, das habe Genau. ich das Gefühl auch. Aber man schmeckt wirklich intensiv auch den Sanddorn. Und man sieht ihn, weil hier so Ja, kleine Stückchen zermahlen sind. es ist auch so kleine Kernstücke. Man fühlt das, wenn Also man... das Fruchtfleisch, das Innere mit, ich denke mal, so mit Ich denke, das sind die Kernchen. Kerne, genau, weil das sieht so bräunlich aus. Da sind so kleine Schalenstücke oder sowas. Sehr lecker. Würdest du das so als Smoothie zwischendurch trinken? Ja, es hat schon ein bisschen diese Säure. Ja, genau. Es ist ja jetzt nicht ganz süß. Jetzt nach so ein, wie sagt man das, dieser Nachgeschmack? Nachgeschmack, ja, bleibt so eine leichte Säure. Aber Genau, im Abgang. Ja. genau, im Abgang. Aber ich denke, das Aber eine erwartet angenehme man. Säure. Das ist nicht irgendwas Aufdringliches, wo man das Gesicht verzieht. Ja. Deshalb habe ich auch auf dich aufgepasst am Anfang. Ich wollte sehen, ob es zu sauer Ja, für da dich bin ich ist. sehr empfindlich, weil ich ja nicht so viel Beeren esse. Richtig lecker. Ich denke, Beeren, die von Natur kommen, haben wahrscheinlich viel Vitamin C und sind deswegen sauer. Ja, die haben nicht so viel Süße auch, denke ich. Jetzt kommt die zweite saure Beere. Das sind die Preiselbeeren. Ach so, das ist sogar mit Cranberry. Das sind Preiselbeeren mit Cranberries. Die Verpackungen sind richtig schlicht. Man sieht quasi nur diese Beere. Das habe ich total vergessen zu erwähnen. Hier steht immer so eine Zahl und das ist die Zahl, wie viele ganze Beeren in einem Becher sind. Ja, da Hier war waren es auch 90, hier sind 123. So hat eine rote Farbe, wie erwartet, aber natürliche rote Farbe. Das sieht nicht künstlich aus, so eine leicht bräunliche. Und du kannst das erste probieren. Ladies first. Soll ich mir eine extra aufmachen? Ich würde sagen, die hat sogar eine leicht säuerlicher als Sanddorn. Hier schmecke ich den Apfel kaum. Ja, Ich habe kleine Säure im Abgang. Ja. ein bisschen mehr als die Bisschen andere, mehr oder? Unerwartet, aber vielleicht liegt es daran, dass da weniger Beeren sind. Aber vielleicht, wenn da 123 Beeren drin wären, wäre es. Zu sauer. Ja. Aber für mich das auf keinen Fall zu sauer. Es ist gut genießbar. Es schmeckt richtig intensiv nach Preiselbeer. Cranberry vielleicht auch. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, weil die sehr gleich so nicht ganz gleichen Geschmack sind, aber schon ziemlich nah aneinander. Bin überrascht, hier schmeckt man den Apfel gar nicht, finde ich. Nee. Man schmeckt nur die Beeren und auch wirklich, man sieht, dass es kein Saft ist, sondern so ein Püree-artiges Getränk. Das war jetzt auch meins. So, sehr lecker. Ja, ist gut abgestimmt. Uff.
Ich denke, die hatte meist Beeren. 30, ja. Das ist auch bestimmt mein Favorit. Aber ich denke, das ist ja auch nicht schlimm, weil die wahrscheinlich etwas süßer sind. Und das sind die Waldblaubeeren. Wie muss man sie aufbewahren? Bei welcher Temperatur? Man kann die beim Zimmertemperatur aufbewahren. Es hat einen Konservierungsstoff, der das dann haltbar macht, und man kann die Getränke beim Zimmertemperatur aufbewahren. Aber natürlich kann man dann, wenn man mag, die auch kalt stellen. Wieder ich als Erste. Das sieht ganz schön dunkel aus. Meine Lieblingsbeeren aus Finnland. Ich lasse dir auch was. Ich weiß nicht, ob mein Mund jetzt blau ist. Ja, das ist süßer. In den Lippen? Nee. Okay, gut. Das ist das Süßeste gerade von allen drei, die wir bisher probiert haben. Es ist nicht zu süß, aber doch schon deutlich süßer als die anderen beiden. Aber man erwartet das auch eigentlich, weil die Blaubeere, die Waldblaubeere, ist auch süßer als die anderen Beeren. Es schmeckt wirklich nach den Waldblaubeeren. Ich denke, hier schmeckt man wieder den Apfel so leicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich versuche immer so ganz lange das abzuschmecken, um zu sehen, ob ich dann da irgendwas noch schmecke. Und hier schmecke ich ein bisschen den Apfel, aber trotzdem der Blaubeergeschmack ist sehr intensiv. Und man sieht auch an der Farbe wirklich, dass es diese echte Waldblaubeeren sind. Also das ist definitiv eine Empfehlung wert. Also wer Dein Favorit bisher. Wer Angst vor sauren Früchten hat, sollte das auf jeden Fall probieren. Das schmeckt überhaupt nicht sauer, das ist süß, sehr gut. Genau, auch toll, dass es eigentlich natürlicherweise so süß ist. Man kann das natürlich nicht nur so trinken. Ich habe direkt so viele Ideen bekommen, dass man das auch mit Porridge zum Beispiel essen kann, einfach draufgießen, oder mit Quark oder mit Joghurt. Ich kann mir vorstellen, wie lecker das hat ja keine zusätzliche Industriezucker. Das heißt, man kann das mit Naturjoghurt vermischen. Du hast einen richtig schönen Beerengeschmack, aber keine zusätzliche Zucker. Das stellt man sich auch vor unter dem Begriff nordische Beeren. Also ich stelle mir das so vor, nordische Beeren halt direkt aus dem Wald, so wie die sind. Wir sind, finde ich, man sieht das wahrscheinlich, wir sind schon direkt begeistert, aber wir probieren noch weiter. Wir haben noch 3 Sorten hier. Ich nehme jetzt die nächste. Das ist jetzt eine ganz besondere Beere. Oh, jetzt weiß ich wie heißt das auf Deutsch? Kennst du diese Beere auf Deutsch? Ja, wir haben gerade nachgeschaut. Das ist die Moltebeere. Habe ich noch nie gehört, muss ich sagen. Ich denke, ich habe das schon von jemandem gehört, aber ich habe es vergessen. Ja, es ist eine sehr geschätzte Beere in Finnland. Deswegen denke ich auch, dass hier die Menge an Beeren etwas geringer ist. Ich bin gespannt, ob die auch saurer sind, deswegen etwas weniger. Ganz ehrlich, ich kann mich an den Geschmack eher schlecht erinnern und ich bin mir nicht sicher, ob ich die je pur probiert habe, weil eigentlich die immer in so einem Marmelade oder Gelee verarbeitet werden. Daher kann ich nicht wirklich sagen, wie die schmecken. Und das ist schade, dann kann ich das nicht hier jetzt sagen, ob die nach diesen Beeren schmecken oder nicht. Und ich denke, es wird wahrscheinlich eher nach der Sanddorn schmecken. Es sieht etwas anders aus. Es riecht schon leicht nach Sanddorn. Ja, es riecht nach Sanddorn und es sieht etwas anders aus. Ich würde sagen, es sieht etwas bräunlicher aus als das mit Sanddorn war. So orange. Ja, du kannst nochmal. Ja, die ist orange. Ja gut, jetzt nicht so großer Unterschied. Genau, aber man sieht so ein bisschen bräunlicher. Wahrscheinlich, weil geringer Menge an Sanddorn. Und der Sanddorn hat diese orangene Schale. Ja. Ich probiere wieder als Erster. Okay. Schmeckt echt lecker. Ich merke den Unterschied zum Sanddorn, aber ich kann nicht sagen, was anders ist. Okay, ich glaube, ich schmecke keinen Unterschied. Das liegt wahrscheinlich daran, dass hier auch Sanddorn ist. Ich weiß nicht, wie die andere Beere schmeckt. Genau, ich weiß Hätte das ich das leider gewusst, auch nicht. Würde ich die vielleicht rausschmecken, aber so geschmacklich merke ich da keinen Unterschied. Ich finde, die ist etwas irgendwie dickflüssiger als die anderen. Ich glaube, die ist nicht so dickflüssiger als dieses Sanddorn-Getränk, sondern dickflüssiger als die anderen. Jetzt sage ich was, dann musst du nochmal probieren. Ich schmecke leichter honigartiger Geschmack, so leichte, so blütige. Könnte von der Konsistenz kommen, weil es so dickflüssig ist. Ja, nicht Konsistenz, sondern Honig drin ist. Nein. Ich weiß nicht, was das ist. Es schmeckt nach Sanddorn, aber nicht so sauer
wie Sanddorn schmeckt. Ich finde, wenn man es erst probiert, hat man so einen säuerlichen Kick, aber dann wird es so milder und im Abgang habe ich Honiggeschmack, ich weiß nicht. Also ich schmecke So ein blütiger irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist, aber ist auch lecker. Die ist jetzt mit Pflaumen, sind jetzt Blaubeeren mit Und Pflaume. Es gibt auch ein paar Varianten oder paar von den Beerengetränke, die nicht nur aus den Waldbeeren kommen. Jetzt haben wir alles probiert, was eigentlich nur aus dem Wald kommt, alle diese Beeren. Hier haben wir eine mit Pflaume, Blaubeeren mit Pflaume oder die Waldblaubeeren mit Pflaume. Dann haben wir noch einmal hier Waldblaubeer mit Himbeer und es gibt auch eine schwarze Johannisbeer mit Erdbeer. Also die mit Blaubeeren sind definitiv meine Favoriten. Das sind die süßesten. Schmeckst du denn die Pflaume hier? Ja, schau die schmeckt man ganz leicht raus. Hier ist trotzdem viele, 90 Beeren, das heißt ein bisschen weniger als in dem puren Aber es sind Blaubeer. wahrscheinlich mehr Blaubeeren als Pflaumen. Genau, Pflaumen sind weniger. Da steht auch, dass es ballaststoffreich ist, wahrscheinlich auch durch die Pflaume. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich ist es das, dass es so süßer macht, da es ja kein Apfelsaft ist, sondern Apfelextrakt. Vielleicht ist er irgendwie süßer. Das ist so lecker. Ich würde fast schon sagen, das ist wahrscheinlich noch ein Ticken leckerer als nur Blaubeeren. Ich weiß nicht genau, was das macht, aber der Geschmack ist so richtig geil. Interessant. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wirklich die Pflaume schmecke oder vielleicht ist das die Pflaume, dass es noch irgendwie aufhebt, die Blaubeer. Ich hätte eigentlich selber nie Blaubeer mit Pflaume kombiniert. Ja, der Geschmack der Pflaume kommt sehr dezent, aber ich finde, es verleiht eine sehr angenehme Note. Vielleicht auch ein bisschen die Konsistenz. Definitiv Favorit bisher. Ja. Und dann hat man auch Ballaststoffe durch die Pflaumen. Man hat die schönen Vitamine, diese Antioxidantien von den Blaubeeren. Das ist eine richtig tolle Kombination. So den Tag zu starten, das ist schon, man ist schon versorgt. So, dann haben wir noch eine. Du bist weg. Nein. Jetzt haben wir ein neues Glas, ein bisschen anders als die anderen, aber die sind jetzt alle verbraucht. Und das wirst du als erster testen, weil du ja nicht so gerne Himbeeren isst, weil die Himbeeren auch diese Kerne haben und du magst das nicht so sehr. Auch dunkler, als ich erwartet habe. Ja, das ist wieder durch die Blaubeere, weil der Anteil an Blaubeeren hier auch höher ist als die Himbeere. Okay. Es hat auch eine leichte Säure. Das ist eines der dickflüssigsten von den allen. Oh, okay. Ich sag mal so, okay, das ist nicht ganz so meins. Es sind sehr viele kleine Kernchen da drin. Da mag ich das mit Blaubeeren deutlich besser. Also ich würde mich für dieses Paket jetzt persönlich nicht entscheiden, auch wenn es nach einer Vitaminbombe aussieht. Mich stören die viele Kerne. Klar, das ist das Positive, da ist eine ganze Frucht drin und wer darauf viel Wert legt, dass da möglichst wenig verschwendet wird, dass man möglichst viel von der Frucht bekommt, der kommt hier auf seine Kosten. Aber so rein von der Konsistenz. Und das war aber auch erwartet das war bei dir. zu erwarten, ja. Habe ja gesagt, Himbeeren sind nicht so dein Favorit. Ja. Ich bin gespannt. Es riecht richtig fruchtig, so richtig stark nach diesen Beeren. Man hat so diesen schönen, beerigen Duft direkt, schön frisch. Und ja, ich sehe das auch, dass es fast wie eine Püree ist. Ich weiß, was du meinst mit den Kernen. Mich stört das nicht, weil, wie gesagt, ich bin gewohnt. Überraschenderweise denke ich, dass es war hier am meisten zu merken. So, ich hätte erwartet, dass der Sanddorn so ist, weil bei Sanddorn hat man ja diesen ganz großen Kern. Aber es war nicht so. Und hier merkt man wirklich diese viele Kerne. Was man bei allen Getränken merkt, dass sie wirklich einen natürlichen Geschmack haben. Es schmeckt nicht künstlich, es schmeckt alles nach dem, was da drin ist. Das ist aber fast wie eine Püree. Ja. Also sogar etwas schwer. Ich schüttle die ganze Zeit die Glas. Das sollte man vielleicht definitiv strecken. Also mit bisschen so ein Wasser bisschen, aufgießen. Genau. Oder mit einem Löffel essen. Ja. Es ist wahrscheinlich... Ups. So ist es nicht gedacht. Jetzt ist der Tisch auch wieder sauber. Jetzt können wir auch weitermachen. So, ich denke, es wäre wahrscheinlich interessant, eine Zusammenfassung, was so deine und meine Erwartungen waren, was wir jetzt nach dem Probieren sagen würden, Ja. ob wir das nochmal bestellen. Ich fange mal an. Ich habe
von Anfang an erwartet, dass sie viel saurer werden, weil aus der Natur. Und wenn man in der Natur diese Beeren sammelt, da sind die schon, vor allem hier Sanddorn und sowas, sauer. Aber ich denke, das haben sie mit dem Apfelextrakt sehr gut gerettet. Keines davon schmeckt zu sauer, keines davon schmeckt so, dass man es nicht trinken würde. Alles schmecken sehr süß. Meine Favoriten, dieses hier mit der Pflaume, Blaubeeren und Pflaume. Ich denke mal zweiter Platz auch Blaubeeren, weil es einfach süß ist. Sanddorn ist definitiv einer der Favoriten auch, weil es einfach der Geschmack meiner Kindheit ist. Ich bin überrascht von der Verpackung, weil es einfach so wie ein Kaffee-to-go-Becher gemacht ist, dass man das trinken kann. Auch wenn einige von der Konsistenz so dickflüssig sind, dass ich sie dann doch strecken würde. Aber die Geschmäcker sind auch so. Ich würde ungern, wenn ich morgens ein Gläschen trinke, einfach wegkippen. Ich würde einfach aus Geschmacksgründen strecken, um das länger zu genießen. Da hat man einen Shake, kann man auch vielleicht zur Arbeit mitnehmen. Dann ist der Geschmack aber wahrscheinlich nicht so intensiv. Ja. Ob das dann nicht ein Nachteil ist? Nicht unbedingt, aber das muss man probieren natürlich. Wir haben das jetzt noch nicht gestreckt probiert. Ich würde sagen, dass ich weiß nicht, was ich genau erwartet habe. Ich war schon ziemlich sicher, dass es gut sein wird. Ich bin so ein großer Finnland-Fan, nicht nur, weil ich aus Finnland komme, aber weil in Finnland sehr auf der Qualität geachtet wird. Die Produkte können manchmal teurer sein, weil die dann in Finnland hergestellt werden und die Qualität auch dann stimmt. Aber da bezahle ich persönlich auch gerne etwas mehr, weil ich wirklich weiß, dass die Qualität stimmt. Und daher habe ich schon einziges erwartet. Ich habe erwartet, dass es ein gutes Produkt wird und ich habe auch erwartet, dass es nach diesen Beeren schmeckt. Aber was mir so Gedanken gemacht hat, ist dieser Apfel, dass da noch Apfelzusatz ist. Und ich war gespannt, ob man das schmeckt, weil man will ja keine, wie wir hier jetzt 6 verschiedene Geschmäcker an den Beerengetränken kaufen und dann einfach Apfelgeschmack haben. Und ich finde, die Robertsberry haben das super hinbekommen, dass man diese leichte Süße hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die wirklich süß sind. Manche waren für mich schon leicht süßlich, wie das hier. Vor allem, denke ich, diese mit Pflaume. Trotzdem angenehme Süße, nicht zu süß. Aber ich muss dazu sagen, dass ich fast ein Jahr kein Zucker gegessen habe. Nicht nur Industriezucker, sondern auch Früchte. Daher ist meine so Geschmackspalette etwas empfindlicher. Und alles schmeckt mir etwas süßer als so normalen Mensch, würde ich sagen. Trotzdem war das nicht zu süß und die anderen waren auch nicht zu sauer. Ich mag sogar diese leichte natürliche Säure und es war auch bei fast allen dabei. Es war bei den Preiselbeer-Variante dabei, bei den beiden mit Sanddorn, bei Blaubeer ganz dezent, bei den Himbeeren wieder durch die Himbeere und die hat mir auch richtig gut geschmeckt. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass ich werde die eher entweder so direkt genießen, wie so eine Vitaminbombe, so ein Vitaminkick. Ja. Und dann wahrscheinlich zum Quark, zum Joghurt. Das esse ich alles normalerweise pur. Ich kaufe keinen Quark, wo schon was reingemischt ist oder Joghurt. Immer Naturjoghurt, Naturquark. Und dann esse ich das auch normalerweise mit Apfelmus, den ich selber gemacht habe, nur aus dem Apfeln oder mit Beeren. Und das ist jetzt eine wirklich tolle Alternative für mich, weil ich dann das einfach draufgießen kann und das so genießen kann. Und morgen, höchstwahrscheinlich, werde ich eine nehmen und zum Porridge einfach genießen, weil ich finde, das ist fast wie so eine Soße. Das stimmt, das ist eigentlich eine gute Idee. Genau, das kann man einfach auf den Porridge geben und genau, dann hat man so eine beerige Soße zum Porridge, anstatt zum Beispiel Marmelade, wenn man Porridge jetzt immer mit irgendwas Süßem isst oder Milchreis. Es muss ja nicht immer Haferflocken-Porridge sein, es kann auch Milchreis sein. Draufgeben und man hat eine richtig intensiver Beerengeschmack und aus frischen, man hat keinen Zuckerzusatz. Und ich denke, wer so ein Porridge macht und Zucker dazu gibt für etwas Süße,
Da könnte man tatsächlich probieren, verzichten. komplett auf Zucker zu verzichten und damit zu süßen, weil sie ja einige davon süß genug schmecken. Genau, eine natürliche Weise Genau. zu süßen. Du hast gerade die Säure angesprochen. Ich glaube, keines von denen würde ich als sauer bezeichnen. Also für mich ist das Wort sauer so, wenn man das Gesicht verzieht. Keines ist da, leichte keines von Säure. denen trifft zu. Es gibt so ein, genau, leichte Säure, bei den meisten entweder leicht im Abgang oder ganz am Anfang. Aber ich würde jetzt, das ist für mich kein Ausschlusskriterium zu sagen, diese ist mir zu sauer, die würde ich nicht kaufen. Das trifft auf keine von denen zu. Ja, und ich muss auch sagen, dass dieser Geschmack, die Intensivität von dem Geschmack ist so toll, dass man das sehr selten gerade bekommt bei Smoothies oder bei ähnlichen Produkten. Diesen natürlichen Geschmack. Genau, diesen intensiven Beerengeschmack. So, man schmeckt wirklich diese Beeren aus dem Produkt. Ja, ich würde sagen, wir sind ganz schön begeistert. Definitiv ist das nicht unsere letzten Boxen. Wir haben ja jetzt sehr viele noch zum Testen und zum Genießen. Ich habe aber keinen Favorit genannt. Ich dachte, du hast deinen Favorit genannt. Ich sollte wahrscheinlich auch meinen Favorit nennen. Für mich wird das wirklich sehr schwer. Aus dem Grund, dass mir eigentlich alle geschmeckt haben und ich keine Präferenz so habe. Ich esse sehr gerne Preiselbeeren und mir schmeckt diese Preiselbeer-Variante richtig gut. Ich denke, das ist eins von denen, die mir richtig gut gefallen haben. Das ist diese rote Verpackung oder diese rote Berry. Dann definitiv der Blaubeer, Waldblaubeer mit Pflaume. Das ist einfach die Kombination. Habe ich nicht erwartet und immer wenn ich was nicht erwarte und es mich so von dem Hocker haut, dann dieser Überraschungseffekt, das hat richtig lecker geschmeckt. Mir schmeckt aber auch diese mit Himbeer, weil ich finde, es hat so diesen intensiven Himbeergeschmack zusätzlich zu den tollen Blaubeergeschmack und weil mich diese Kerne gar nicht stören, ist das auch definitiv eins von meinen Favoriten. Genau, sogar überraschenderweise dachte ich, dass die pure Blaubeer wäre mein Nummer 1. Bevor wir das probiert haben. Genau, aber jetzt sehe ich, dass die dann nicht so intensiv überzeugt hat. Vielleicht, weil ich diese Kombination auch schon kenne, weiß ich nicht. Aber das sind so meine 3 Favoriten. Aber wenn ich jetzt sagen würde, welche würde ich nochmal nachbestellen, dann denke ich, dass ich alle nachbestellen würde. Das war so unsere Meinung zu den Roberts Berry Produkten. Wie gesagt, es gibt für euch einen Code. Der Code heißt Elisa, wie auch ich. Und alle sonstige Details gibt es in der Videobeschreibung. Wir haben uns sehr gefreut, diese Produkte für euch zu testen. Hat uns geschmeckt, wie ihr auch gesehen habt. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben. Und wenn ihr das erste Mal auf dem Kanal seid und keine neuen Videos verpassen möchtet, dann den Kanal abonnieren. Trotzdem Daumen nach oben hinterlassen. Genau. Und wir sehen uns irgendwann mal wieder zum Testvideo. Oder? Hoffentlich. Hat Spaß gemacht. Ja, hat geschmeckt. Ja. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.